Ich grüße euch. Heute habe ich noch mal richtig Lust auf eine Collage. Hier sind meine Collagepapiere, die habe ich mit der Gelatineplatte gedruckt. Und ich arbeite auf einem Aquarellpapier. Das ist diesmal noch nicht grundiert. Ich werde einfach meine ausgerissenen Collagestücke mit einem matten Acrylbinder aufkleben. Dadurch wird das Aquarellpapier auch schon versiegelt. Den Binder habe ich jetzt eingegossen und nun suche ich mir einfach ein Stück meiner Papiere aus, reiße es, das ist besonders interessant, dann streiche ich es von hinten mit dem Binder ein. Dieses Butterbrotpapier, das ist ein bisschen durchsichtig, das dehnt sich nicht aus durch die Feuchtigkeit, deswegen kann ich es auch ohne es einzuweichen einfach aufkleben. Den Binder streiche ich auch noch mal oben darüber und überall, wo es nicht klebt, auch noch mal ein bisschen darunter. Und so geht es jetzt weiter. Ich habe also dieses Butterbrotpapier, ich habe aber auch ein ganz normales Papier, ein Druckerpapier bedruckt und das reiße ich jetzt wieder aus und klebe so meine Stücke auf. Schaut mir einfach dabei zu. Das sieht für mich schon ganz gut aus und ich denke, mehr Elemente brauche ich jetzt nicht. Ich könnte das jetzt so als fertiges Collagebild stehen lassen. Ich finde es spannend und ja, eigentlich braucht das nicht viel mehr. Ich hatte mir aber vorher vorgenommen, auch im Hintergrund noch einiges zu machen. Also geht es für mich jetzt doch noch weiter.
Mit einem Bleistift skizziere ich ganz vorsichtig noch weitere Linien, die mir für die Ausarbeitung später helfen. Ich versuche, größere zusammenhängende Formen zu erkennen und einen Hintergrund abzugrenzen. Ihr seht gleich, wie ich das meine. Für die weitere Ausarbeitung wähle ich Farben, die denen der Collage-Elemente ähneln, ein Cadmiumgelb, ein Königsblau und ein Orange und natürlich Weiß, um Mischungen zu erzeugen, die heller sind. Denn den Hintergrund möchte ich zunächst einmal heller anlegen. Eigentlich kann ich euch gar nicht so genau beschreiben, was ich da jetzt mache. Ich gehe einfach zwischendurch immer wieder auf Distanz und schaue mir das Bild aus der Ferne an. Und dann fällt mir auf, was es hier und dort noch braucht. Und dann geht es in eine ganz bestimmte Richtung, die ich manchmal aber hinterher wieder verwerfe. Hier decke ich also auch einen Teil des orangen Collagepapiers wieder zu, um noch mehr Kontraste zu bekommen. An der Stelle gefällt mir das Schwarz nicht und auch die Linienführung gefällt mir nicht. Und so entscheide ich immer wieder intuitiv, mit Abstand und mit Drehen des Bildes, was stimmt noch nicht für mich. Eine Aufgabe ist für mich auch immer das Austarieren der Töne, der Tonwerte und auch der Farben, des Kalt-Warm-Kontrastes. Das braucht immer einige Zeit, bis ich damit zufrieden bin.
So, ich denke, das ist soweit fertig. Ich habe jetzt auch mal ausprobiert, wie es andersherum aussieht. Auch nicht schlecht. Entscheidet ihr mal, welche Richtung die bessere ist. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr auch noch alte Collagepapiere und gerade Zeit und Lust, da mal was draus zu machen. Viel Spaß! Bis zum nächsten Video. Tschüss!